Hey Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Dennis, ihr wisst Bescheid. Schön, dass ihr dabei seid wieder. Und ihr habt es gesehen, Jean Paul Gaultier 2 ist back. Ich mache heute ein Unboxing und einen ersten Eindruck. Ich kenne ihn noch nicht, gerade erst abgeholt, weil ich bin gerade aus dem Urlaub. Ich habe noch eigentlich nichts gemacht. Ich habe noch nicht mal, oder wir haben noch nicht mal ausgepackt, weil gestern war einfach nur mal Entspannung, weil die Fahrt war schon ziemlich anstrengend bis nachts. Und ja, jetzt ist der Duft da und ich werde ein Unboxing machen, wie gesagt, und ihn das erste Mal mit euch riechen und den Vergleich zu der alten Version machen. Aber bevor alle Neuen, die das erste Mal hier sind, drückt die Glocke, abonniert meinen Kanal, das würde mich natürlich freuen. So Leute, das Gaultier 2 ist zurück. Da haben wir ihn. Ach ja, ich bin gespannt. Ich habe auch nicht viel gelesen, gehört und so weiter und so fort. Wollte ich nicht, interessiert auch nicht. Mein Eindruck ist wichtig. Und hier haben wir die alte Version. Ich muss hier zu der alten Version vorweg was sagen. Ich war schon ein Idiot. Weil wenn man sich überlegt, dass ich eine 100 ml Flasche voll hatte und die habe ich verkauft früher, weil ich ihn einfach, ich fand ihn geil, schon immer. Ich habe ihn aber nicht benutzt. Ist schon lange her, wirklich sehr lange her, wo ich es verkauft habe. Ja, jetzt habe ich den Rest noch. Was soll's, kann man nichts machen. Aber ja, wir werden einfach mal aufmachen und dann werde ich euch den Vergleich erstmal im Flakon-Style zeigen. Das ist erstmal das Erste und dann kommen wir zum Duft. Also ich bin schon wirklich selbst gespannt, das ist unwichtig jetzt hier. OVP, ja, OVP eben. Ja, da bin ich mal gespannt. Den Flakon habe ich natürlich schon so gesehen. Der ist natürlich anders. Da haben wir ihn. Aber er sieht schon in echt geil aus. Leider, wie bei den typischen Jean Paul Gaultier Düften, nur jetzt um die Sperre runterzunehmen. Und dann, ja, der alte war, warum man das nicht so gelassen hat, verstehe ich nicht. Ich finde einfach ihn... Also es ist schon genauso abgerundet. Ja, es ist die moderne Version. Man sieht es. Und ja, das mit dem Sprüher, mit dem Viereck fand ich aber sehr geil. Ist einfach was anderes. Hier haben wir dann das Übliche wieder. Aber es geht natürlich um den Inhalt. Ihr könnt das hier wahrscheinlich jetzt nicht sehen. Der ist auch... Nee, die Farbe ist schon ziemlich ähnlich. Es gab den, oder er ging 2005 am Start. Und es kam gleich, glaube ich, ein neues, also ein Re-Release raus, oder wie sich das schimpft, auch im selben Jahr nochmal mit Sandelholz drin war. Vorher war nicht hat er kein Sandelholz gehabt und ging ziemlich schnell und dann, ja, dann wurde er irgendwann eingestellt, aber jetzt ist er back. Ich bin gespannt, Leute, und ja, jetzt brauche ich nur noch was zum Aussprühen. Meine Haut nehme ich als zweites. So, dann werden wir jetzt mal gespannt sein. Aber wie gesagt, ich kenne ihn noch nicht. Ich werde erst den alten links aussprühen. Da habe ich jetzt aber auch nicht mehr viel von. Ich will ihn trotzdem behalten. Da haben wir den geilen Saft. Ja. Ich trage die, ihr könnt euch ja vorstellen, dass ich den selten trage, wenn man nur noch so viel drin hat. Nehme ich fast gar nicht. Man hat ja nur noch dran gerochen. Lange nicht dran gerochen. Also ich bin gespannt, ob der neue wirklich nice ist. Da liegt die Betonung auf nice. Die alte ist es auf jeden Fall. Ja, den lassen wir jetzt mal liegen. So, jetzt nehmen wir mal hier, entschärfen wir das mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich werde aber erst den ersten Sprüher, beziehungsweise zwei. Der erste ist nämlich immer anders beim ersten Mal. So. Okay. Also nicht wundern, dass ich nicht gleich hier, ne? Nehmen wir mal den alten. Ja, das ist, mal gucken. Okay. Ja, aber... Also ich glaube und sag mal, die erste Minute, der Jean Paul Gaultier, das Gaultier 2 ist back. Geil. Aber ich merke trotzdem Unterschiede. Sie sind nicht zu 100% ähnlich.
Das habe ich aber auch nicht erwartet. Also 100, das genau zu machen, ist schon so, ne? Also ich finde den neuen auf den Teststreifen, Haut kommt ja gleich noch, auf den Teststreifen finde ich den ein bisschen mehr nussiger. Dann wird und floraler werden da an, ich finde ihn sogar stärker am Anfang. Süß, ja, er hat seine Süße, wie gesagt, das wird aber auf der Haut anders sein. Ja, nee, also gut, jetzt, wir kommen ja wieder dazu, was ich gerne erzähle, weil es eben alte Düfte sind. Der steht auch schon länger. Dass das ganz anders wird oder dass die Haltbarkeit vielleicht auch schwächer wird, auch beim Aussprühen, ist auch klar. Und der neue, muss man dazu sagen, der reift ja auch noch. So, der reift ja erst. So, und jetzt weiß ich nicht mehr. Jetzt interessant, jetzt muss ich erstmal sehen. Ne, das ist der neue. Ja, er ist floraler und nussiger, finde ich. So wie Haselnuss, ist aber ja nicht drin. Ja, aber es ist Jean Paul Gaultier 2 in der Neuauflage. Ja, geil. Ich werde gleich vorweg jetzt nicht einen Break machen zwischendurch und euch dann sagen, wie er nach 8 Stunden oder wie die Haltbarkeit ist. Das ist bei jedem verschieden. Ich denke nicht, dass der nur 5 Stunden hält, ne, klar. Ich denke aber auch nicht, dass er wieder alte hält. Also ich denke mal, das muss jeder selbst rausfinden. Ich werde natürlich irgendwann was in Düfte der Woche. Ich habe ja in meinem Urlaub Düfte der Woche wieder ausfallen lassen. Ich mache das, wenn ich in Urlaub bin, lasse ich die Düfte der Woche meistens aus. Und ja, ich werde jetzt mal auf die Haut. Oh, hier, da ist wirklich nicht mehr viel drin, Leute, ne? Ja. Also Sprüher ist wie typisch jetzt. Das ist vielleicht sogar ein bisschen besser als die alte Version. So, jetzt kommt der Hauttest. Ja, er ist nussiger. Der neue ist einfach nussiger. Ich hätte mal vielleicht vor, ich werde das jetzt mal einblenden, die Inhaltsstoffe. Wie gesagt, ich bin aus dem Urlaub gekommen. Sonntag nach gestern haben wir nichts gemacht, entspannt und heute gleich abgeholt jetzt. Wir haben, das ist jetzt aufgenommen vormittags, das kann ich jetzt mal sagen, gleich aufgenommen für euch, damit das auch jetzt abends am Start für euch ist. Ist doch logisch. Ja, also es pudrig, floral, aber nussig für mich. Aber nee, es ist einfach, guck mal Leute, das ist klar. Also wenn ich den jetzt im Kopf habe, ist das die erste Auflage in die neue, so wie die erste gerochen. Ich weiß gar nicht, ob das die zweite oder erste mehr ist. Und es ist ja neu. Hat ja schon um einige Jahre auf dem Puckel. Und deswegen, nee, er ist zurück. Ob der natürlich, ich finde ihn sogar besser, aber wie gesagt, das ist die alte Version, die schon ein paar Jahre auf dem Puckel hat. Die sind beide geil, ne? Aber der neue hat einfach den neuen Touch, der nicht anders ist, aber der frisch ist, der frischer ist. Nicht jetzt in Frische in Form von der Duft ist frisch, nein, weil er einfach neu ist, neu released, neu abgefüllt, neuer Saft und nicht der alte eben. Der alte ist, finde ich, süßer. Ich finde den alten auch nicht ganz so floral. Und vor allen Dingen kriegt er einfach der neue, ich muss den jetzt mal öfters in die Kamera halten, ich sabbel hier nur rum. Ja, ich finde, so langsam finde ich doch schon geil, ne? Also geil. Ich bin jetzt nie so ein, es gibt ja Fans, die davon 20 Stück zu Hause haben. So einer war ich nie, aber ich finde geil, dass er back ist. So, jetzt kann ich ihn wieder benutzen. Und das ist schon sehr, sehr nice. Also da liegt die Betonung auf nice, Jean Paul Gaultier. Das haben sie wirklich gut gemacht. Und ja, also Leute, wer diesen Duft noch nicht hat, ich weiß es nicht, er ist natürlich limitiert. Und ich habe eine Einladung bekommen, also und konnte ihn, das habe ich vorher gar nicht, ich habe immer auf der Seite geguckt, habe fast vergessen, ich habe ja eine Einladung bekommen. Und ja, geil. Absolut und natürlich muss man den natürlich als Backup auch haben, in dem Fall wirklich. Man weiß ja nicht, wie lange er am Start ist und ich will nicht wieder haben, sowas wie beim alten. Und daher, ja Leute, also holt euch den neuen Jean Paul Gaultier 2, der alte Star, der alte Charmeur, der alte Lady Killer ist back. Ja,
Und wie, richtig. Also richtig geil. Also lasst euch nicht, es wird wieder Leute geben, auf manchen Seiten, die diesen Duft schlecht machen, weil sie sagen, das ist nicht die alte Version. Weil sie immer noch, wie gesagt, dieser Saft von dieser alten Version, vielleicht ist es ein bisschen nervig, aber es ist einfach, ich bin auch ein bisschen, selbst der Dog ist etwas aufgeregt und ich stelle immer die Flakon hin, besser ist natürlich so. Der Saft ist einfach schon ein paar Jahre alt und da reden wir nicht nur von 5 Jahren, sondern, und deswegen, es ist nur noch die Haltbarkeit interessant, aber ich denke, der wird sich bei 8 Stunden, also Minimum 8 Stunden einpendeln. Er wird vielleicht nicht diese Version oder die erste Version schaffen, aber ja, schon geil. Also Flakon ist es ja ähnlich gemacht, da kann man ja mal ein bisschen sehen. Und nur eben der Sprüher, man hätte das jetzt auch so machen können wieder. Früher als Paar konnte man sich den anstecken, hat Austi, weil auch eine Dame diesen Duft logischerweise tragen kann, also den auch. Ja, er ist absolut geil. Für mich nur mehr floraler, vielleicht auch ein bisschen süßer, aber ins Positiv und nicht synthetisch süß und vor allen Dingen cremig und ja, floral. Ich möchte euch sagen, also kein blumenrichtiger, also denkt nicht, da kommt euch ein Blumenduft entgegen. Nein, also so ein Duft ist es nicht, aber es ist einfach der Dirty, das ist wieder der Date-Duft. Den könnt ihr auch, das weiß ich ja, die alte Version. Jetzt ist er wieder zurück und ich will jetzt nicht mehr weiter sappeln, Leute. Jean-Paul Gaultier 2 ist zurück. Wenn ihr, mich nervt einfach so im Hintergrund immer, dass warum bringen sie den nicht komplett raus? Jetzt machen sie da einfach nur eine limitierte Version. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und es kommt nicht das Parfüm, das Le Parfüm auf einmal, weil sie merken, das lief gut. Man weiß nicht. Es wird Leute geben, die davon mindestens 10 Stück bestellt haben. Wenn das überhaupt geht. Die Seite war ja ziemlich strange. Außer wenn du mein Gott, was ist jetzt hier los? Sorry. Eine Einladung bekommen hast, dann ging es easy. Aber ja, sehr geil und ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Ja, geil. Ja, der ist nicht mehr so, schon stark schon, aber wenn man dieselben riecht, die sind wirklich sehr identisch, sehr richtig gut identisch. Jetzt auch nach 10 Minuten. Nur er strahlt besser aus, aber es mag auch sein, dass es, wie gesagt, der neue Saft ist. Also Leute, mach's gut. Und bis zum nächsten Mal.